Willkommen zu meiner Videoserie Wie alles begann, vor 13 Jahren auf Großvaters TT-Modellbahnanlage, Teil 2. Jetzt sind es mittlerweile keine 13, sondern nur noch 11 Jahre, die wir zurückblicken, und wie ihr seht, sind die Videoaufnahmen auch um einiges besser geworden. Das Gewackel ist nicht besser geworden, denn das habe ich nicht abgestellt. Ich hatte damals kein Stativ. Und wir sehen, wie der Bauzug in die Kehrschleife der Neubaustrecke einfährt. Das ist diese Neubaustrecke, die wir beim letzten Video Teil 1, wie alles begann, schon am Ende des Videos etwas sehen konnten. Wir haben die angepassten Stücken an Teilen der Altanlage sehen können, nämlich wo der Zug jetzt hier hinten gerade lang führt. Da gab es einige Videoaufnahmen, wo ihr Gleise habt schon Probe liegen sehen, und wir sind jetzt mit den Aufnahmen knapp 2 Jahre danach. Hier rollen die Züge, die Strecke ist aber lang noch nicht fertig. Im Laufe des Videos werdet ihr dann den fertigen Stand sehen. Gegen Ende des Videos ist dann der Stand ungefähr zu sehen, wie er bis heute ungefähr ist. Hat sich immer landschaftlich viel getan. Mein Großvater hat dann noch viele Bäume gesetzt, aber wir sind eigentlich schon so auf dem Stand, wie die Anlage vom Gleisplan her heute aussieht. Und die Neubaustrecke ist die Paradestrecke, wo auch wirklich alles fahren kann. Eine BA 18201, ein ICE 3. Da gibt es überhaupt keine Probleme mit Radien. Da haben wir wirklich drauf geachtet. Und über den Schattenbahnhof, wo ich hier gerade oben drüber über dem Schattenbahnhof filme, diese wunderschöne kleine Schrebergartenanlage, da verbinden die Gleise den Alt- und den Neubauteil dieser Anlage miteinander. Ja, und wie vermutlich eure Ohren bereits erkannt haben, ich habe mir ein Mikrofon zugelegt, um die Tonqualität, das Nachvertonen wesentlich besser gestalten zu können als in Teil 1. Teil 1, die Tonqualität hat mich selber nicht zufriedengestellt, war aber durch meine Kopfhörer und deren Mikrofonfunktionen ehrlicherweise nicht anders machbar. Und die Videoaufnahmen haben mir auch etwas Probleme bereitet. Wahrscheinlich, weil die Dateien, ich weiß nicht, ich will nicht sagen zu alt waren, aber es war kein großes Nachbearbeiten möglich, sowohl im Bild als auch im Ton. Es war schwierig, man konnte es nachbearbeiten, aber beim Schneiden sind mir teilweise die Aufnahmen immer wieder gecrasht. Also das Schnittprogramm hat gesagt, das mag ich nicht mehr, und die Probleme sollte ich jetzt mit diesen schon HD-Aufnahmen nicht mehr haben. Hier verwende ich auch kein HTC One mehr, sondern das ist jetzt schon ein Samsung Note. Somit müssen wir uns nur noch mit einem gewissen Gewackel abfinden und dem ein oder anderen schlechteren Licht, respektive einer etwas schlechteren Beleuchtung. Denn heute verwende ich natürlich auch Ringlichter oder Beleuchtungen, um die Szenerie für die Modellbahn optimal auszuleuchten. Solche Sachen hatte ich damals nicht. Aber ich hatte Freude daran, die Modellbahn filmerisch festzuhalten und die Aufnahmen für mich in erster Linie zu erhalten und mich zu erinnern. Wer weiß, wie lange gewisse Modellbahnen existieren. Der eine oder andere reißt ja ganz gerne mal komplett ab und baut neu auf. Wobei ich bin da nicht zwingend immer Fan davon. Man kann auch seine eigene Anlage optimieren, denn man hat die Anlage ja auch aus einem gewissen Grund gebaut, und immer komplett abreißen und neu aufbauen ist aus meiner Sicht nicht immer im Sinne des Erfinders. Ja, kommen wir doch mal zu den Fahrzeugen. Ich denke, der eine oder andere hat den HVLE-Tiger, der hier fährt, schon mal gesehen. In Blankenheim, allerdings etwas verschmutzter. Zuletzt um Weihnachten 2022 im Dezember von mir gezeigt. Und zwar mit den FHC CNS-Wagen, und ja, damals habe ich ihn mir zugelegt, also vor ziemlich genau 11 Jahren, steht heute noch in der Vitrine, ist nicht nur bei einem Tiger geblieben, aber eines der Fahrzeuge, die ich bis heute habe.
Das ist im Grunde fast jedes Fahrzeug, was ihr seht, heute noch in meinem Bestand, außer eine BR 290 oder ich weiß gar nicht, 91, jedenfalls die westdeutsche V90, die nachher mal durchs Bild rollt in ihrem weinroten Farbgebung, die habe ich heute nicht mehr. Dafür habe ich 2 verkehrsrote. Und wie ihr seht, habe ich hier genügend verkehrsrotes Laufen. Und wir genießen jetzt mal einen Moment die Aufnahmen. Ja, auf ein riesiges, buntgeschmücktes Festzelt, auf einen Rummel und ein wirklich breit gefächertes Programm. Also das geht von Coverbands, wie von heute Abend über kleine Partybands bis hin zu Oldies. Also da ist wirklich was für jeden dabei. Und am Sonntag gibt es dann natürlich wieder den Festumzug, der ja auch in meiner Augenweite ist. Ja, morgen ist ja Feiertag. Was wird da los sein? Da ist schon traditionell der Familientag. Der beginnt 11 Uhr mit einem deftigen Mittagessen und dann wird den ganzen Tag über das Festzelt beschallt mit Musik, die eigentlich der ganzen Familie gefallen dürfte. Ja, und im Vordergrund rollt eine BR 232 durchs Bild. Gleich sehen wir eine BR 218. Auch diese beiden Loks habe ich bis heute. Zu der BR 218 sei noch gesagt, gibt es auch ein Video darüber, wie ich die in Doppeltraktion mit einem Eurocity fahren lasse. Eine ähnliche Konstellation werdet ihr auch in diesem Video nochmal sehen können, auch mit Eurocity, aber damals hatte ich keine 2 verkehrsroten BR 218 und damals war diese BR 218 auch nur analog. Heute hat sie ein komplett modernisiertes Gehäuse, falsch gesagt, heute hat sie einen komplett modernisierten Motorteil bekommen und auch das Fahrwerk. Im Grunde ist nur noch das Gehäuse, das alte. Es hat etwas Aufwandbedarf, aber ich denke, das hat sich gelohnt, denn heute kann ich sie in Doppeltraktion digital fahren. Damals wäre die digitale Nachrüstung nicht so einfach gewesen. Ja, und tatsächlich sind diese Aufnahmen, die ihr in Teil 1 und jetzt auch in Teil 2 seht, so ein bisschen der Startschuss für meinen YouTube-Kanal gewesen, denn ich habe mir damals bei YouTube immer wieder schöne Modellbahnvideos angeschaut. Zu der Zeit gab es einfach noch nicht so viele davon und auch noch nicht viel in Sachen wirklich schöne Aufnahmen. Also habe ich immer wieder selber gefilmt und dachte mir, das ist spannend, ja, um sich auch Anregungen zu holen. Es gab da schon einige Anlagen, es gab auch YouTube-Kanäle, die heute 100.000 Abonnenten oder mehr teilweise haben. Modellbahn-YouTube-Kanäle, Leute, die schöne Modellbahnen besuchen, und ja, zu der Zeit habe ich den Entschluss gefasst, dann auch einfach selber mal zu filmen, und interessanterweise sind sehr viele Leute auf diese Idee gekommen, tollerweise, und heute ist das Feld ja ganz weit gestreut mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen. Das finde ich einfach toll und zeigt eigentlich auch, zu was solche Plattformen wie YouTube im Ende fähig sind. Nicht immer nur um Negativnachrichten zu streuen, sondern sie bringen die Leute und gemeinsame Hobbys einfach auch zusammen, und das kann man, glaube ich, ganz getrost für unser Hobby, die Modellbahn, so sagen. Während der VT 642 hier durch die Kehrschleife rollt und wir im Hintergrund die LPG sehen, kann ich euch nochmal etwas dazu erzählen. Wir hatten ursprünglich mal überlegt, dort hinten eine kleine Siedlung, eine Neubausiedlung zu setzen, also auch da ein bisschen Moderneres einfließen zu lassen mit einem Halt. Das hat mein Großvater dann aber verworfen und hat dort eine LPG errichtet. Interessanterweise ist damals zu der Zeit, glaube ich, genau die LPG rausgekommen, also von Auhagen, wenn mich nicht alles täuscht. Er war aber tatsächlich vor der Zeit mit der LPG, also er hatte die Idee davor und hat sich da einige Anregungen geholt, auch von meinen Berliner Modellbahnkollegen, wo ich damals noch im Verein war. Die haben auch wunderschöne LPGs gebaut gehabt, ohne Bausätze, und da stammten so etwas die Ideen her. Ja, jetzt seht ihr
Die Doppeltraktion, wie sie viel im Süden Deutschlands unterwegs war, zweimal BR218 mit einem Eurocity, mit GD und ÖBB-Wagen. Sowas war dank der Parade-Neubaustrecke jetzt das erste Mal in dieser Form möglich, auch wenn sich die zwei Loks jetzt hier wirklich quälen, weil Analogstrom regelt das halt nicht. Da bleiben die Loks fast stehen, so hat man das Gefühl, und wenn man es nicht so fahren lässt, wäre es andersrum wieder so, da wir hier etwas Gefälle drin haben, dass die Züge dann dementsprechend rasen würden. Also ist es fast wie in Wirklichkeit, der Zug wäre fast hängen geblieben, deswegen bedarf es hier einer Doppeltraktion und wir können den Eurocity jetzt schön genießen an der Vorbeifahrt am Bahnübergang. Die Vorspannlok, die ihr gesehen habt, die vorderste BR218, das ist eine von meinem Großvater, die habe ich nicht auf der Anlage. Und jetzt kommen wir ins Jahr 2014. Wie ihr hier vorne auch an der Baustelle seht, hat sich da einiges getan. Es sind Fahrzeuge dazugekommen, diverse Bagger, es ist eine Baustelle errichtet worden, dort wird am Tunnelportal gebaut. Die G1206 der MEG mit anderen Waggons. Ja, und immer wenn ich Zeit hatte, wirklich Zeit in Anführungsstrichen, denn das Aufbauen der Züge, mein Großvater hat natürlich mit eigenen Sachen gespielt und ich habe dann meine Züge komplett aufgebaut und allein das Aufgleisen der Züge, dass man da so eine Vielfalt hatte, seine eigenen Züge fahren lassen konnte, das hat dann schon mal 1-2 Stunden in Anspruch genommen. Erstmal alles vorher wieder abbauen, dann die anderen Züge wieder aufbauen und da ich damals ein klassischer Schachtelbahner war und immer wieder rein und raus aus der Schachtel, das hat sich über die Jahre natürlich etwas geändert. Ja, auch einige Wagen, die hier in dem Zug hängen, wenn man die Videos aufmerksam verfolgt, kennt die Wagen. Heute gibt es anderes Material, was dazukommt und ergänzt. Damals hatte ich einen GATX-Wagen noch von Lorenz, finde ich heute noch tolle Wagen, habe natürlich etwas mehr davon. Das war, glaube ich, damals zu der Zeit, wo er die rausgebracht hat und ja, finanziell konnte man sich dann auch immer nicht alles leisten. Ich hätte mir da gerne einen Ganzzug mit GATX-Wagen damals geholt, aber dann hätte so ein Zug locker mal mit Lokomotive irgendwas um die 1000 Euro gekostet und das muss man sich dann als junger Mensch auch einfach mal leisten können, respektive man kann sich es nicht leisten. Und somit gibt es kunterbunte Mischungen. Und viel von den Wagen, die ihr seht, wo immer mehr dazugekommen sind, habe ich aus Hinterlassenschaften bekommen bei eBay. Tatsächlich war das damals noch eine Zeit, wo man relativ günstig im Vergleich zu heute Modellbahnen bekommen konnte. Heute sind die Preise teilweise recht abgehoben. Ja, damals war die Spur TT immer mal wieder totgesagt. Das war sie, glaube ich, zwischendrin mehrere Male. Ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal war. Wobei jetzt mit dem Einstieg von Hornby denke ich, dass es da eine Zukunft gibt. Trotzdem ist das natürlich ein Hobby, was relativ geldintensiv ist. Ich kenne tatsächlich viele junge Kinder in meinem Umkreis, die sich unwahrscheinlich für Modellbahnen interessieren, aber man muss es sich einfach auch leisten können und das ist immer wieder der große Knackpunkt bei einer Modellbahn, das Finanzielle. Und natürlich war der finanzielle Aspekt für mich in meiner Jugend auch der Grund, warum ich bei der Spur TT geblieben bin. Denn mein Großvater war TT-Bahner, hat mich immer unterstützt mit Gleismaterial und so weiter. Ich hatte meine eigene erste Anlage, ich muss lügen, ich glaube mit 10, 11 oder 12 Jahren, irgendwie so in dem Dreh. Damals habe ich auch erste eigene Häusermodelle gebaut. Dann gab es natürlich eine Sturm- und Drangphase, da war die Modellbahn nicht so interessant und das kam dann so mit
18, 19 Jahren kam das bei mir dann schon wieder, wo mich das dann interessiert hat. Und eigentlich hat es mich immer interessiert, aber dann war der Drang dazu, eigene Modelle zu besitzen, weil halt auch neuere Modelle durch die Firma Kühn aufgekommen sind. Tillich hat dann auch auf Grundlage dessen einige neuere Modelle produziert, wie den VT642 und so weiter. Es gab dann wieder interessante Sachen und somit war es dann für mich auch interessant. Sonst wäre ich, glaube ich, heute bei der Spur H0, denn die hat zu der Zeit wesentlich mehr an moderner Epoche 5, 6, 7 zu bieten. Liegt natürlich in der Natur der Sache, weil H0 auch wesentlich weiter verbreitet ist als TT. Die Spur galt ja immer mal wieder und auch damals zu der Zeit als fast tot oder respektive als aussterbende Spur. Aber ich denke, das eint die Modellbahn heute im Gesamten, dass es doch recht schwierig ist, einfach aufgrund finanzieller Aspekte, wie vorhin schon mal erwähnt. Kommen wir nun vom philosophischen Teil wieder zu den Aspekten von Großvaters Anlage. Ihr habt hier eine E11 gesehen, die gibt es heute nicht mehr. Die lasse ich tatsächlich hier ohne alles fahren als reine Leerfahrt, sich selbst überstellend. Das habe ich so dargestellt, einfach aus dem Grund, dass ich damals keine wirklich passenden Wagen hatte, die zu der Lok gepasst haben. Und deswegen habe ich sie so fahren lassen und die BTTB Y-Wagen konnte ich nicht anhängen, weil dann hätte ich die Kupplungskulissen von den Fahrzeugen meines Großvaters umbauen müssen. Denn ich bin damals schon mit Kurzkupplungskinematik gefahren. Mein Großvater fährt mit den Bügel- und Hakenkupplungen, wie ihr sie alle oder viele von euch noch kennt. Da gab es dann immer gewisse Kuppelwagen, wo wir wussten, dass Zugkombinationen dann funktionieren, wenn der Kuppelwagen dabei war. Die habe ich meinem Großvater alle umgebaut. Hatte so modernere Wagen gehabt, wenn er seine G1206 der MEG zum Beispiel mit moderneren Wagen fahren wollte. Da gab es dann Kuppelwagen, wo er dann, wenn er den einen oder anderen modernen Wagen auch hatte, die ja teilweise wie damals und heute auch nicht mehr mit Bügelkupplung ausgeliefert werden, sondern mit Kurzkupplungskulisse, wo ich sage, Gott sei Dank. Aber für jemanden, der so lange TT-Bahn macht wie mein Großvater, natürlich schwierig. Übrigens hat er, ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt fast 60 Modellbahnjahre auf dem Buckel, also ein erfahrener Haudegen, und somit gibt es auch viele alte Schätze, die man vielleicht da hinten immer mal in der Vitrine im Hintergrund sieht. Da geht es nicht darum, dass die besonders wertvoll sind, sie haben eher einen ideellen Wert, wie gewisse alte Häuserbausätze und so weiter, die aber auch schon auf 2 vorherigen Anlagen zum Beispiel standen, und das finde ich zum Beispiel, also dieses Bewahren von Dingen, das habe ich auch etwas von meinem Großvater. Man kann in Teilen abreißen und neu aufbauen, man muss aber nicht immer komplett alles abreißen und auch wegwerfen. Ihr seht da unten rechts, ganz rechts im Bild zum Beispiel ein Rathaus oder den Bahnhof selber. Das sind Pappmaché-Bausätze, genauso wie diese Ringlokschuppen, wie ihr jetzt hier seht. Auch ein Pappmaché-Bausatz, hat alles mein Großvater in seiner jungen Erwachsenenzeit gebaut und hat überdauert bis heute, steht bis heute auf seiner Anlage, wurde immer wieder verbessert, verfeinert, repariert, weil auch mal was kaputt gegangen ist oder die Materialien nicht so qualitativ wertvoll waren. Und ich denke, das ist auch einfach spannend, wie eine Modellbahn so wächst und man sie eigentlich auch immer wieder optimieren kann und somit, und das ist ein Satz von meinem Großvater, der absolut richtig ist, ein Modellbahner ist nie fertig. Auch nicht auf ein und derselben Anlage. Ja, tatsächlich hier der See, den ihr seht, den gab es früher auch nicht. Da gab es eine große Brücke und die Brücke hat eigentlich das U überbrückt, was heute komplett zugebaut ist, aber vielleicht seht ihr bei dem B50, der jetzt rechts im Bild ist, so eine Trennkante, wo die Autobahn kam, die ich mir gewünscht habe, wie ich im ersten Teil schon mal erwähnt habe, ist auch dieser
See dazugekommen. Das waren alles Dinge, die ich mir zu Kindestagen gewünscht habe und mein Großvater da mit mir Ideen entwickelt hat und dann hat er einfach mal angefangen mit Bauen. Ich habe ihm natürlich immer mit Kraft und Tat zur Seite gestanden und geholfen und gemalt und geklebt und so weiter. Bäume gebaut, aber den Großteil hat natürlich in der Zeit oder in dem Alter mein Großvater gemacht, aber ich durfte immer mitmachen. So würde ich das heute mit allen Kindern auch machen. Es gab bei meinem Großvater auch kein Verbot, dass ich irgendwelche Modelle nicht anfassen durfte. Er hat mich immer nur zur Vorsicht gewarnt und ich denke, das war ein wichtiger Punkt, warum das bei mir so hängen geblieben ist, weil es gab kein Verbot an der Modellbahn. Ich durfte damit spielen. Ich wusste aber, man muss vorsichtig und rücksichtsvoll mit den ganzen Modellen umgehen. Und ich finde das bis heute eine wichtige Lehre für Kinder, das nicht über ein Verbot zu regeln, denn die Modellbahn strahlt nun mal eine große Faszination aus. Und das Spannende für ein Kind ist natürlich da an dem Travo zu drehen und zu sehen, das Kind steuert den Zug und das macht natürlich auch so ein bisschen die Faszination aus, dass man diese Züge über die vielen Gleise, die hier mein Großvater hat, selber verwalten und fahren kann. Natürlich in der Zeit der Aufnahmen ist das nicht mehr das, was den Reiz ausmacht. Da sind es dann die Modelle und die langen Züge, gerade hier auf der Paradestrecke. Wie ihr seht, sind wir etwas weiter. Oben hängt eine Oberleitung. Und wir können Zugkompositionen fahren, geschoben mit langen Intercity-Zügen. Sowas ging vorher nur sehr, sehr eingeschränkt auf dieser Anlage, weil die Innenhauptstrecke, wo jetzt gerade die BR 186 fährt, aufgrund der Kurvenradien das einfach gar nicht hergeben würde. Die müsste man komplett umbauen. Ist heute sogar so. Den inneren Teil, wo ich jetzt die BR 186 filme, den gibt es heute abgeändert. Dort liegen auch neue Pilzgleise, die Standardradien haben, so dass man dort auch zum Beispiel mit dem ICE fahren kann. Weil gerade der Innenteil, wo die 186 jetzt durchgefahren ist, der war besonders eng und besonders problematisch. Vor allem mit etwas längeren Güterzügen, wie wir sie hier jetzt sehen. Da musste man vorher immer mal 1-2 Runden probieren, ob das, was man da miteinander zusammengehangen hat, überhaupt funktioniert. Ja, jetzt seht ihr hier die V90, von der ich vorhin gesprochen habe, die gibt es auch nicht mehr in meinem Fuhrpark. Und das sind, glaube ich, die einzigen 2 Lokomotiven, die ich bis heute wieder abgegeben habe. Ja, die 101 hat hier die Steigung hinauf im Schiebebetrieb auch ganz schön zu arbeiten, aber sie muss nicht so schwer arbeiten wie die 2 BR 218, die wir vorhin gesehen haben mit dem Eurocity. Hier kann man gut jetzt mit der Hectorail 189 sehen, wie eng diese Radien sind. Heute immer noch eine schöne Zugkombination, die ich auch gerne irgendwo mal wieder fahren lassen würde. Tatsächlich gibt es Blankenheim aber so nicht her. Würde schon funktionieren. Ich könnte auch den Zug so fahren lassen, würde aber katastrophal aussehen, da ich auch nicht die Gleislängen in Blankenheim dafür habe, um solche großen Züge, die 6- oder 7-teilig sind, fahren zu lassen. Wir haben das gemacht, oder ich habe ein Video davon gemacht mit der Doppeltraktion BR 218 mit dem Eurocity. Das sieht super aus, aber jetzt hier so einen Wendezug fahren zu lassen, das ist auf Blankenheimer Höhen und der Anlage natürlich auch betrieblich etwas schwierig, denn auch Blankenheim hat eine gewisse Steigung drin, die mit so einem Wendezug geschoben betrieblich nicht so einfach ist, sagen wir es mal so. Und ich würde, glaube ich, mehr händeln anstatt Video drehen.
Von daher lassen wir das mal lieber. Ich denke, in Zukunft wird es da mal noch eine Anlage geben, die die Möglichkeit zulässt, doch alle E-Loks von mir wieder rauszuholen und unter Fahrdraht doch den einen oder anderen längeren Zug noch präsentieren zu können. Und so lange ist das eben dann halt nur auf Großvaters Anlage möglich. Wir verfolgen die V90 und sehen hier die komplett selbstgebaute Standseilbahn, jetzt von der anderen Seite. Die ist unten links über einen Taster zu betätigen. Die fährt auch. Man muss dazu einen Travo vorher betätigen, der Strom auf das Ganze gibt, und wenn der betätigt ist, dann kann man hinten den Taster auslösen und nach oben oder unten fahren lassen. Also der Taster regelt die Fahrtrichtung, der Travo gibt den Strom dazu. Der Travo ist hier vorne am Stellpult, was wir gerade sehen. Nicht der im Bild ist, da gibt es dann noch einen anderen. Leider habe ich noch kein Video gemacht, weil ich glaube, dass immer wenn mein Großvater das vorgeführt hat, gab es das ein oder andere Mal Probleme. Er hat da einen sehr dünnen Faden aufgewickelt gehabt auf diesen Faxmotor. Und das Problem ist, er hatte am Anfang oben keinen Anschlag in der oberen Station der Standseilbahn, und das Problem war, wenn er die Anlage vorgeführt hat und Kinder, die da gekommen sind und das auch immer mal sehen wollten und man hat sich verquatscht und das vergessen, dann war schon mal das Problem, dass die Kabinenbahn sich da um die eigene Achse gewickelt hat und quasi rückwärts unterhalb der Gleise wieder zurück wollte, so nach dem Motto. Und wenn ich mich recht entsinne, war das damals der Fall, warum ich die nie wirklich filmen konnte. Leider. So, angelangt im Jahr 2015. Das ist übrigens auch das Jahr, in dem ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Damals gab es dann eine Anlage, die auch unter meiner Playlist zu sehen ist. Die Anlage habe ich mir damals aus Eisenach geholt von einem Verstorbenen, habe da viel Potenzial drin gesehen. Die Anlage gibt es heute nicht mehr, wie ihr wisst. Dafür gibt es heute Blankenheim. Und das ist die Zeit mit den Aufnahmen, wo dann langsam das Material, die Fahrzeuge und das Material, was sich so angesammelt hat, das stand dann seit 2011, also knapp 4 Jahre bei meinem Großvater, und 2015 ist das dann doch irgendwann mal zu mir gewandert, weil ich ab dem Datum dann auch tatsächlich ein eigenes Zimmer dafür hatte und dem Hobby ganz anders frönen konnte als zu der Zeit, wo ich das im großen Keller mit meinem Großvater bei ihm zu Hause gemacht habe. Und ab 2015 hatte ich dann ein eigenes Modellbahnzimmer, was natürlich auch ein toller Luxus ist, wo ich meiner Frau bis heute dankbar bin, dass sie das mitmacht und hoffentlich auch noch weiterhin erträgt. Ja, der schöne Eurocity oder IC mit 1216 als Zuglok, die Weltrekordlok, die meines Wissens nach, glaube ich, sogar der Ursprung, diese Lokomotive, der Ursprung der Firma Rail Adventure war, weil diesen Weltrekordversuch die Firma Rail Adventure, oder ich glaube die Leute haben sich aus diesem Weltrekordversuch heraus begründet, und ich glaube, es war der Startsprung damals oder der Startschuss, diese Lokomotive für das Begründen der Firma Rail Adventure. Irgendwie sowas hatte ich mal gelesen. Naja, die Lok, die ihr hier seht, die habe ich komplett selber zusammengebaut, war damals eine Workshop-Lok. Immer noch total super Design. Die 1216 sowieso eine tolle Lokomotive. Formtechnisch der Taurus 2, wie man, glaube ich, auch sagt, wobei man es da nicht ganz so verwendet, weil die Lokomotive ja auch nicht die Tonleiter hoch und runter fährt, so wie der Taurus 1. Die meisten sagen dann doch die 1216 dazu, zumindest zu den österreichischen Lokomotiven, denn
Die deutsche Variante ist, glaube ich, mit BR 183 beziffert, denn der Taurus 1 hat BR 182 und ich glaube, diese Variante hat in Deutschland beim Alex die BR 183. Bin mir jetzt nicht sicher, wenn der eine oder andere das besser weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben und korrigieren. Und da sehen wir auch schon den Taurus 1 von Pico damals. Ich glaube, das ist auch die Zeit, wo Pico dann langsam angefangen hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr die in die Spur TT gekommen sind. Aber ich glaube, es war etwas davor. Bin mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr sicher. Damals aber zu spannenden Preisen, 50, 60 Euro für so einen Pico Taurus, ist heute auch nicht mehr der Fall. Diese Lokomotive hatte schon Sommerfeld-Stromabnehmer, lackierte Führerstände in diesem Grau, wie man vielleicht erkennt, wenn man etwas genauer hinschaut. Und auch Durchbrüche am Lokkasten, wie sie im Original der Fall waren, weil der Spritzguss-Rohling des Gehäuses vom Pico Taurus, von dem ersten, deutet das ja meistens nur an. Sind wir mal ehrlich, ist nicht ganz State of the Art, ist ein super Modell gewesen für den Einstieg in TT. Aber Pico beweist natürlich heute mit vielen Modellen, was sie zu leisten imstande sind, auch in der Spur TT. War aber ein smarter, cleverer, guter und richtiger Einstieg und war ein weiterer Punkt aus meiner Sicht, dass die Spur TT heute tatsächlich wieder am Wachsen ist und nicht am Zurückgehen der Käuferschaft. Ja, hier gibt es ein Modist-Set zu sehen mit Halberstädter Seitengangwagen. Tolles Set, habe ich damals noch ergattern können, aber mit DB-Keksen. Genauso wie vorhin mal die West V100 vor einigen Minuten durchs Bild gerollt ist, war die V100, ich weiß nicht, einige wissen das vielleicht gar nicht mehr, heute bietet sie ja Tillich an, was auch super ist, aber eigentlich sind das Modist-Fahrzeuge. Also heute bietet ja Tillich auch die Halberstädter Seitengang an, nicht nur die Mitteleinstieg, und die Halberstädter Seitengang sind eigentlich keine Tillich-Wagen, sondern Modist-Wagen. Warum der Weg zu Tillich? Weil ich der Meinung bin, dass Tillich auch damals im Auftrag von Modist gefertigt hat, deswegen einige Bauteile und so weiter ähnlich, wobei diese Wagen damals schon eine sehr tolle Detaillierung hatten und deswegen hier zu sehen sind, oder besser gesagt, darum habe ich sie mir damals zugelegt. Ja, der Kress 628 rollt durchs Bild, auch ein ganz tolles Modell, habe ich auch bis heute, sehr filigran, sehr hoher Standard mit Führerstandsbeleuchtung und so weiter. Damals schon mit Flexdeck. Heute habe ich noch eine Sound-Variante, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Da habe ich mit einem Vereinskollegen getauscht. Der hat jetzt diesen 628, den ihr hier im Bild seht, und ich habe einen weiteren mit Sound. Und wir werden nachher im Video noch Aufnahmen sehen, wo der 628 vom oberen Teil der Anlage auf den unteren Hauptstreckenteil der Anlage verkehrt. Das ist nämlich durch den ein oder anderen richtig engen Kurvenradius mit gar nicht so viel Fahrzeugen möglich, aber mit dem 628 war das möglich, und da habe ich ganz gerne immer mal Pendelverkehr dargestellt, von oben nach unten, über den Rampenverkehr, der da möglich ist. Also nicht über den Rampenverkehr, sondern über die Rampe, die dort gebaut ist, um den oberen und den unteren Anlagenteil miteinander zu verbinden. Wie ihr jetzt schön sehen könnt, hat die LPG auch Licht bekommen im Hintergrund, und für die Aufnahmen habe ich dann immer mal die ganze Beleuchtung angeknipst, dass das hier ein schönes Bild gibt. Ja, hier sind einige weitere Fahrzeuge neu zu sehen. Der Schwärzer Containertragwagen, die Railpool 186 oder der 442, umgangssprachlich auch Hamsterbacke genannt, rollen hier durchs Bild. Die Hamsterbacke
ein Modell von Pico, was die engen Radien tatsächlich auch meistert, was mich gefreut hat und somit auf der großen elektrifizierten Hauptstrecke fahrbar war. Und wie ihr seht, das Problem auf der Hauptstrecke wird mit einem Trabo gefahren. Die Hamsterbacke fährt im zügig, aber annehmbaren Tempo und die 219 mit dem Motor, den ich mittlerweile ausgebaut habe und im Teil 3 nochmal etwas drüber spreche, zuckelt da relativ langsam vor sich hin. Das ist immer so ein bisschen die Problematik, die du vor allem mit analog hast. Das eine Modell rast und das andere schlichelt. Und wie ihr jetzt rechts hier im Hauptbahnhof erkennen könnt, einige schöne BTTB-Züge. Ich weiß, der eine oder andere würde gern mehr davon sehen. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das wünscht, dass wir mal ein aktuelles Video aus 2023 oder 2024 von dieser Anlage machen, wo es auch mehr um die Züge meines Großvaters gehen kann, wenn ihr euch das wünscht. Denn wie ihr seht, laufen hier die moderneren Modellbahnfahrzeuge von mir. Im Hintergrund kann man die älteren Donnerbüchsen sehen, wobei die, glaube ich, mit dem Rot-Weiß oder Weiß-Rot auch schon etwas aktueller sind. Ja, mittlerweile ist die Oberleitung auf der Neubaustrecke komplettiert. Jetzt kann der ein oder andere da fragen, wo hier gerade der Containerzug fährt am Stellpult. Der ist ja keine Oberleitung. Das haben wir aber tatsächlich bewusst so gemacht, um einen Ort zu haben, wo man die Züge in Ruhe aufgleisen kann. Weil wenn alles unter Fahrdraht ist auf der Hauptstrecke, dann wird es tatsächlich schwierig, weil einfach auch kein Platz mehr da ist. Platz schon, aber es wird enger für die Finger und meistens verheddert man sich irgendwann im Fahrdraht. Deswegen gibt es dort keinen. Aber umso besser kommt er dann hier zur Geltung, der Fahrdraht. So, und jetzt sehen wir den 628, den wir vorhin auf dem oberen Teil der Anlage gesehen haben, auf dem unteren Teil, und er kommt nun das erste Mal die Rampe hinaufgefahren. Im Linksverkehr. Und schlängelt sich nun zum Hauptbahnhof, muss noch einmal eine Schleife über die mittlere Brücke drehen, die tatsächlich eine Schienen- und eine Straßenbrücke in Kombination ist. Das funktioniert wunderbar, denn die Brücke ist tatsächlich eines der wenigen gekauften Bausätze. Dadurch, dass sie aber für Spur H0 gedacht ist, kann man hier getrost eine Straßenverengung auf der Brücke darstellen und den Zug gleichzeitig auch mit darüber leiten. Und somit erreicht der 628 nun den oberen Hauptbahnhof und verbindet den oberen mit den unteren Anlagenteil. Wir verfolgen etwas die BR 112, die ich hier rausfahre, um Platz zu machen, genauso wie ich den 442 hier in den Schattenbahnhof fahre. Das dient alles schon der Maßnahme, Platz für den 628 zu machen, damit er auf den inneren Kreis einfahren kann. Das ist tatsächlich nicht so einfach, denn die 112 bewegt sich jetzt von einem in den anderen Stromkreis, nämlich genau bei dem Übergang. Auch die Hamsterbacke ist von einem in den anderen Stromkreis übergegangen. Quasi jede Gleislinie, die ihr hier vorne an dem Bahnhof gerade eben gesehen habt, ist ein eigener Stromkreis.
Das heißt, dort kommen 2 Stromkreise zusammen. Die haben nur entgegengesetzte Fahrtrichtung, die Stromkreise, also sind unterschiedlich angeschlossen, so dass man Gegenverkehr darstellen kann. Hat mein Großvater extra so gemacht. Deswegen muss man dann auch umschalten und muss dann immer auf die Drehrichtung des jeweiligen Travos achten, damit es dann auch in die richtige Richtung geht. So, jetzt versetze ich hier auch nochmal die BR 189, wovon die Railpool 186 dran hing, mit ihrem Containerzug einmal weiter nach innen, dass dann final auch der 628 wieder fahren kann. Also hier mache ich tatsächlich etwas Spielbetrieb, musste auch vom Video einiges wegschneiden, weil ihr seht, ich musste immer wieder hin und her laufen, kann mich da nicht an den Zügen groß ergötzen, weil wenn man Spielbetrieb machen möchte auf der Anlage, dann solltest du dich grundsätzlich ans Stellpult setzen, um die ganzen Weichen zu bedienen, die Schattenbahnhöfe und die Hauptbahnhöfe und so weiter da alle haben, dass das auch seinen richtigen Gang geht. So, jetzt kriegt der 628 wieder Ausfahrt. Die Signale, die ihr leuchten seht, die sind tatsächlich, oh, ich habe mich getäuscht, jetzt erst vorher noch die Hamsterbacke auf den S-Bahnsteig, die 189 zurück in den Schattenbahnhof und dann sollte es, glaube ich, losgehen mit dem 628. Jawohl, 189 kommt zum Stehen. Wahrscheinlich etwas drüber hinausgefahren und 112 im Schiebebetrieb läuft auch gen Schattenbahnhof. Oder zumindest auf einem eigenen Stromkreis, wo Platz und Kapazität für die Fahrt des 628 geschaffen worden ist, der jetzt mehrere Stromkreise durchfährt. 2, um genau zu sein. Ja, das Gewackel ist nicht das, was wir uns wünschen, aber ich denke, ihr wisst, wie ich heute filme, von daher können wir das vertreten bei den in Anführungsstrichen fast historischen Aufnahmen, die ihr hier habt. Natürlich kann man so die Modellbahnanlage nicht so richtig genießen, weil es eigentlich ständig wackelt und sich bewegt, aber das sind natürlich dann auch so Erkenntnisse, die man dann meistens, wenn man sich das Video anschaut, erst sammelt, denn in dem Moment nimmt man den ganzen Verkehr auf der Anlage und das Spielgeschehen natürlich auch nochmal anders wahr. Ja, der 628 hat nun den unteren Teil der Anlage erreicht und fährt jetzt auch wieder im Linksverkehr zum unteren Bahnhof der Hauptstrecke. Hier im Vordergrund gerade zu sehen, jetzt nicht mehr, oberhalb ganz links, dieser Bahnhof, den ihr da seht, der Bausatz Alt-Mittweida, dient hier als Ausgangspunkt einer Bergstrecke, wo ich leider auch keine Aufnahmen von habe. Ihr seht die immer mal, das Gebäude ist jetzt etwas oberhalb. Ihr habt es gesehen, es gibt nicht nur die Standseilbahn, sondern es gibt auch einen Normalspurbahnhof oben im Berg. Das ist eine Pendelstrecke, die so ein bisschen der Thüringer Waldeisenbahn nachempfunden ist. Ich glaube mittlerweile, ich bin mir eigentlich mittlerweile recht sicher, dass auch diese von meinem Großvater elektrifiziert worden ist, als Inselverkehr. Ich glaube in dem Zuge, wo ihr die Fahrleitungsmasten selber gebaut habt, die ihr hier seht, und die Oberleitung, hatte auch diese Strecke elektrifiziert. Das kam dann nur ein paar Jahre später, da
habe ich dann schon nicht mehr in der Region meines Großvaters gewohnt, wo du dann nicht alle 2-3 Wochen mal an die Anlage gekommen bist und hast miteinander Modellbahn spielen können. Ja, jetzt geht's wieder hinauf. Somit kommen wir langsam auch zum Ende des Videos, des Teil 2, wie alles begann. Es ist nicht ganz alles, wie es begann, denn es ist lediglich ein Wiederbeginn des Hobbys. Und durch die Anlage, die ihr hier seht, ist es auch nie komplett weg gewesen, sondern es war, eher in den Hintergrund gerückt. Und um diese Zeit, wo diese Aufnahmen hier entstanden sind und wie auch Teil 1 gezeigt, ist das Feuer für das Hobby nur wieder mehr entfacht, wo dadurch dann eigene Züge und so weiter auch gekauft worden sind. Genießen wir die letzten Aufnahmen ohne mein Gerede. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like, also einen Daumen hoch oder einen Kommentar, würde ich mich darüber freuen. Und ich sage ciao und bis zum 3. Teil dieser kleinen Videoserie.